Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Videosegelkurs. In diesem Video erkläre ich dir, wie du mit einem Segelboot beidrehen kannst. Alles, was ich dir in diesem Video zeige, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Sailnator. Da beschreibe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen kann. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Vorweg noch der Hinweis, dieses Video ist keine Anleitung zum selber Segeln lernen, sondern es ist als Ergänzung zu einem Segelkurs gedacht. Gehe bitte nie ohne eine segelerfahrene Person an Bord, beziehungsweise nur unter der Aufsicht eines Segellehrers mit einem Segelboot aufs Wasser. Vielen Dank! Das Beidrehen ist ein Manöver, mit dem man Ruhe ins Schiff bringen kann. Man kann eine Pause machen, man kann beigedreht sehr gut reffen. Das Schiff liegt dabei ganz ruhig und man hat die Möglichkeit, das Segel ein Stück herunterzulassen und dann das Reff einzubinden. Wenn vorhanden, kann man gut auf Toilette gehen, bei größeren Schiffen in Ruhe kochen und sogar einen Sturm damit abwettern. Das Boot wird dann ganz langsam mit dem Wind treiben. Es ist aber trotzdem eine gute Sturmtaktik, wenn man genug Raum nach Lee hat, weil man langsamer driftet, als wenn man vor dem Wind fährt und das Schiff dabei ruhig in den Wellen liegt. Was sind jetzt die Hauptmerkmale des Beidrehens? Da kann man einmal die backgestellte Fock sehen, in die der Wind drückt, die losgeworfene Großschot und das Luffruder. Dabei zeigt die Pinne nach Lee, also steuern wir die ganze Zeit in den Wind und das Ruder versucht, das Schiff in diese Richtung zu drehen, aber die Fock drückt den Bug wieder zurück. Der Wind drückt also hier in die Fock rein und das würde den Bug eigentlich nach Lee drücken, aber das Ruder steuert dann wieder dagegen in den Wind. Das schafft dann einen ganz ruhigen Zustand und man reitet sozusagen über die Wellenkämme. Ja, wie drehen wir bei? Es ist ganz ähnlich wie bei der Wende. Die Wende geht ja vom Amwindkurs in den anderen Amwindkurs hinein und so startet man das Beidrehen auch aus dem Amwindkurs heraus. Wie finden wir nochmal den Amwindkurs? Wir lufen mit dicht geholten Segeln an. Irgendwann fängt die Fock an zu killen, wir fallen ab, bis sie wieder steht und dann haben wir den Amwindkurs gefunden. Und dann machen wir zu Beginn fast alles so wie bei der Wende. Der Steuermann fragt, alles klar zum Beidrehen? Ist klar, kommt vom Vorschoter, wenn alles klar ist. Der Vorschoter hat dann weiter gar nichts zu tun, denn er muss die Fock ja da lassen, wo sie ist. Dann kommt das Kommando Re. Der Steuermann drückt die Pinne von sich weg, das Boot dreht sich in den Wind. Wenn der Bug in den Wind zeigt, stellt der Steuermann die Pinne kurz mal gerade und bremst so ein bisschen ab. Denn wir brauchen gar nicht so viel Drehmoment wie bei der Wende. Und mit dem allerletzten Schwung, da gehen wir dann mit dem Bug durch den Wind. Jetzt merken wir bekommen Wind in die Fock von der anderen Seite. Jetzt darf man sich nicht dazu verleiten lassen, die Fock zu lösen, sondern wir müssen sie wirklich konsequent da stehen lassen, wo sie war. Jetzt kommt der Baum herüber und spätestens dann muss die Großschot gelöst werden. Der Steuermann wechselt auf die andere Seite und der Baum weht dann mit dem Wind aus. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir dürfen nicht weiter so herumdrehen, sondern im Moment, wo die Fock Wind von der anderen Seite bekommen hat, steuern wir gegen. Wir geben das sogenannte Luffruder. Das muss aber gefühlvoll passieren, denn sonst geht es zurück durch den Wind auf die Seite, von der wir gekommen sind. Man muss also zusehen, dass man sich ein bisschen einpendelt. Wenn der Bug wieder in den Wind zeigen sollte, fällt man wieder ab, dann steuert man wieder gegen und immer so weiter, hin und her, bis man sich dann eingependelt hat. Wie man jetzt sieht, weht der Baum mit dem Wind aus. Der Wind drückt hier in die backgestellte Fock und das Ruder steuert gegen den nach Lee tendierenden Bug. Hier drückt der Wind also hinein und hier drückt das Steuer wieder dagegen und so driften wir jetzt ganz langsam und sehr ruhig liegend nach Lee. Jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Wir fahren auf Amwindkurs, Kommando, alles klar zum Beidrehen, ist klar, Re. Wir steuern in den Wind, bleiben einen kurzen Moment im Wind stehen und bremsen ab. Dann steuern wir weiter, dann kommt Wind in die backstehende Fock, die Großschot wird losgeworfen. Dann geht der Baum auf die andere Seite und weht mit dem Wind aus. Der Steuermann wechselt auf die gegenüberliegende Seite, dann steuert er mit dem Ruder gegen den sich nach Lee drehenden Bug. Der dreht dann nach Luff. Wenn er zu weit geht, steuern wir gegen und fallen wieder ab. Dann steuern wir wieder gegen, dann fallen wir wieder ab, bis das Boot endlich ruhig beigedreht im Wasser liegt und ganz langsam mit dem Wind Richtung Lee driftet. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Sailnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt
und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich dir dann das Ablegen unter Segeln. Einen Link dahin findest du in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!